Hallo ihr Lieben, wenn ihr für euren Filmabend zu Hause auch mal leckere Nachos wie im Kino knabbern wollt, habe ich heute genau das Richtige für euch. Ich zeige euch, wie ihr einen feurigen Salsa-Dip, eine cremige Käsesoße und einen milden Sour Cream Dip zubereiten könnt. Los geht's auch schon direkt mit den Zutaten und der Zubereitung. Wir starten mit dem feurigen Salsa-Dip. Dafür braucht ihr eine gehackte Knoblauchzehe, eine fein gehackte kleine Zwiebel, ca. einen halben Teelöffel getrocknete Chiliflocken, ganz nach eurem Geschmack, eine klein gewürfelte rote Paprikaschote, 2 bis 3 Esslöffel Essig, da könnt ihr zum Beispiel Kräuteressig oder Weinbrandessig verwenden, eine Dose gehackte Tomaten, 1 Esslöffel Zucker, Salz und Pfeffer nach Geschmack, ca. 1 Teelöffel Speisestärke und etwas Wasser. Als erstes werden Knoblauch und Zwiebel in Öl angedünstet. Sobald sie anfangen glasig zu werden, kommen bis auf die Speisestärke und das Wasser alle anderen Zutaten hinzu und das Ganze sollte bei schwacher Hitze und geschlossenem Deckel ca. 15 Minuten köcheln. Zum Schluss wird die Speisestärke mit dem Wasser verrührt und der Dip damit angedickt. Der Salsa-Dip kann warm und kalt serviert werden. Weiter geht's mit dem Käsedip. Dazu braucht ihr 3 Esslöffel Butter, 1,5 Esslöffel Mehl Typ 405, 300 ml kalte Milch, 80 Gramm geriebenen Cheddar oder Gouda, 80 Gramm Frischkäse, 1 Esslöffel Essig, auch hier könnt ihr Kräuter- oder Weinbrandessig verwenden, Salz und Pfeffer nach Geschmack und 70 bis 80 Gramm Salsa-Soße gekauft oder unsere selbstgemachte. Als erstes brauchen wir als Basis eine klassische Bechamelsoße. Dazu wird die Butter zerlassen und das Mehl ca. 30 Sekunden darin angeschwitzt. Dazu kommt die kalte Milch und das Ganze wird klümpchenfrei verrührt. Bei mittlerer Hitze sollte das Ganze dann unter Rühren 1 Minute lang aufkochen. Dann kann der Topf vom Herd genommen werden. Zu der Bechamelsoße kommen dann noch Frischkäse, geriebener Cheddar, Salz und Pfeffer. Sobald der Käse geschmolzen ist, werden noch die Salsa-Soße und der Essig untergerührt und der Käsedip ist auch fertig. Dieser Dip schmeckt genau wie die Salsa-Soße auch warm oder kalt. Und last but not least, der milde Sour Cream Dip. Dazu braucht ihr 200 Gramm Schmand, 200 Gramm Frischkäse, frischen, fein gehackten Schnittlauch, Pfeffer und Salz nach Geschmack, eine fein gehackte Knoblauchzehe, den Saft einer halben Zitrone und einen halben Teelöffel Zucker. Der Dip ist super schnell gemacht. Ihr verrührt einfach alle Zutaten und schmeckt am Ende alles mit Salz und Pfeffer ab. Im Gegensatz zu den anderen beiden Dips sollte dieser hier gut gekühlt serviert werden. Noch ein kleiner Tipp am Ende. Nachos schmecken besonders gut, wenn sie direkt vor dem Servieren im vorgeheizten Ofen bei 190 Grad Ober-Unterhitze 1 bis 2 Minuten erhitzt werden. Lasst es euch schmecken, ihr Lieben!
Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Falls ihr die Rezepte ausprobiert, könnt ihr uns eure Bilder sehr gerne auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag amerikanisch kochen schicken. Über eure wunderschönen Bilder freuen wir uns immer sehr.